Hey, hallo, herzlich willkommen bei Gute Games geradezu geschenkt. Ich bin Kalle, ich bin Vollzeit-Game-Developer aus Berlin und möchte euch hier Spiele vorstellen, die es regelmäßig für unter 3 Euro gibt und euch davon unter 3 Minuten Gameplay zeigen, damit ihr gucken könnt, ob das Spiel vielleicht was für euch ist. Und damit geht's gleich los. Moon Raider ist ein sehr charmantes Pixel-Art-Action-Spiel, was grafisch so ein bisschen zwischen NES und Super Nintendo liegt, würde ich sagen. Man spielt ja als Figur ein Mädchen, die auf einem fremden Planeten Kristalle finden muss, um irgendwie ihre Mutter zu heilen, weil ihr Vater ist irgendwie so ein verrückter Wissenschaftler. Ich glaube, es ist allerdings auch gar nicht so relevant, weil es geht natürlich hauptsächlich ums Gameplay. Und das ist wirklich echt sehr fetzig gemacht. Also mir gefällt vor allem die Grafik gut. Die haben eine tolle Farbpalette da irgendwie ausgesucht und die Figuren sehen echt knuffig aus. Man hüpft und ballert sich durch die Gegend. Ist so ein ganz klein bisschen wie Mega Man, aber halt, also mir gefällt es optisch viel besser und es ist auch eine ganze Ecke actionlastiger. Ja, und dabei geht es natürlich immer darum, diese Kristalle zu finden, wo es halt eben erstmal kleine Kristalle gibt, die eure Energie aufladen und dann später auch irgendwelche Spezialaktionen ermöglichen und natürlich die dicken Kristalle, von denen ihr, glaube ich, irgendwie 97 oder so finden müsst, damit eure Mutter geheilt werden kann. Und ja, da zwischendurch ist natürlich die typische Plattformer-Action, dass man halt auch mal irgendwelche Schalter ziehen muss, um Türen zu öffnen. Oder man kleine End- und Minibosse hat. Und dann halt natürlich auch der Reihe nach, vor allem indem man halt Bosse besiegt, wie diesen hier, dann auch den Skill von dem Boss selber nutzen kann. Also das ist wirklich halt komplett aus Mega Man übernommen. Aber ist ja auch ein klassisches und erprobtes Spielprinzip, also warum nicht? Ja, und was irgendwie auch noch besonders nett ist an dem Spiel, dass es halt auch einen Zweispieler-Modus gibt. Der ist halt so Drop-In-mäßig, also es kann eine zweite Person jederzeit den Controller nehmen, irgendwie die Taste drücken und dann halt mit einem zusammen durch die Levels wetzen. Und was daran halt auch nochmal besonders interessant ist, diese zweite Figur, die sieht halt irgendwie anders aus und die hat auch andere Skills. Also die kann zum Beispiel ja fliegen eigentlich, also die hat so eine Art Jetpack. Und dadurch kann man dann halt eben sogar manche Sachen noch ein bisschen einfacher lösen, als wenn man das also ohne diesen Flugskill alleine machen müsste. Und das finde ich schon echt eine ganz coole Sache. Also wenn man da halt irgendwie Geschwister oder einen Partner hat, der mal irgendwie mit reinschauen will, dann ist das immer nochmal eine Erhöhung des Spielspaßes auf jeden Fall. Vor allem, wenn es dann wirklich dem Gameplay nochmal so einen ganz eigenen Twist gibt, wie es hier der Fall ist durch diesen Flugskill von dem kleinen Raummenschen hier. Moon Raider kostet sowieso nur 9,99 €, was eigentlich schon ein absolut fairer Preis für das Ding ist, aber weil es halt auch sehr oft 90% rabattiert ist, kriegt man es dann für unter 1 €. Jedenfalls mit PS Plus. Aber auch 1,49 € ist natürlich geradezu geschenkt für ein richtig nettes Game. Die PSN-Wertung ist jetzt zwar nicht ganz so hoch, also ich würde mehr geben, Spielzeit ist jetzt auch nicht ewig lang, aber ich muss zugeben, ich habe jetzt halt nur 1 Stunde gespielt, weil einfach so viele Sachen zum Zocken da waren und ich nicht so richtig mehr gekommen bin. Aber im Multiplayer werde ich das auf jeden Fall in Zukunft nochmal öfter besuchen, das Spiel. Und übrigens, 1 Stunde ist auch die absolute Mindestzeit, die ich jedes Spiel spiele, damit ich euch auch wirklich eine einigermaßen fundierte Meinung dazu abliefern kann am Ende. Holt es euch! Ja, und nach der Bewertung haben wir hier wieder den Developer Talk. Vielleicht habt ihr euch ja auch schon gefragt, wie soll das jetzt überhaupt gehen mit den Rabatten? Das Spiel ist ja gerade in dem Moment, wo ihr das Video auf YouTube guckt, vielleicht gar nicht im Rabatt. Aber ihr kennt es ja wahrscheinlich, es gibt viele Webseiten, wo man da irgendwie nachschauen kann, zum Beispiel SteamDB oder psprices.com. Da haben wir dann schön die ganzen Infos. Hier zum Beispiel Moon Raider und was natürlich da besonders interessant ist, ist halt eben unten hier dieser Price History, also dieser Verlauf, ne, wann wie viel Rabatt war, kann man dann halt hier immer angucken und dann sieht man auch, dass es halt relativ regelmäßig ist oder auch nicht und die Spiele, die ich jetzt hier ausgesucht habe, die sind halt eigentlich alle so, dass die regelmäßige Rabatte haben, sonst würde es ja halt auch nicht so viel Sinn ergeben und da müsst ihr dann halt einfach mal gucken und natürlich das Allersicherste ist, wenn ihr es auf eurem System auf die Wishlist setzt, dann wird es halt dann irgendwann, wenn es runtergesetzt wird, eine Notification geben, die ihr dann bekommt. Ja, und dann könnt ihr es euch dann halt kaufen, wenn es euch interessiert. Ja, und in dem Zusammenhang ist natürlich eine ganz gute Frage, warum gibt es diese krassen Rabatte überhaupt? Und das ist halt so, dass ja oft Spielehersteller einen Publisher haben und die Publisher haben natürlich heutzutage auch alle Hände voll zu tun und wenn sie merken, ein Spiel läuft halt gar nicht so gut, ja, es stellt sich ja oft schon in der Launchwoche raus, dann ist es leider oft so, dass sie das Spiel dann so ein bisschen fallen lassen und sich dann halt auf die Titel konzentrieren, die mehr bringen und das ist natürlich für Developer besonders hart, wenn die halt irgendwie Monate oder Jahre
an so einem Game gearbeitet haben, da viel Zeit und Geld investiert haben und dann halt eben sogar der eigene Publisher so ein bisschen sagt, ach naja, gucken wir mal lieber hier, dass wir die anderen Sachen gut verkauft kriegen. Und dann ist halt eine Sache, die sie aber natürlich auf jeden Fall machen, weil sie halt auch irgendwie Geld verdienen möchten, ist, dass sie dann halt eben relativ schnell auf diese ultra hohen Rabatte gehen und die dann halt auch immer regelmäßig durchziehen. Und da gibt es halt so gewisse Publisher, die machen das halt routiniert. Ja, also da werdet ihr auch merken, wenn ihr euch öfters Spiele kauft, die ich hier vorgestellt habe, dass ihr da halt immer wieder die gleichen Namen im Abspann seht. Ja, und als Publisher ist das natürlich eine valide Strategie, das so zu machen. Für die Hersteller ist es natürlich ein bisschen schade, wenn halt eben dann immer noch keine Kohle dabei rumkommt und das Spiel keiner kauft, obwohl es so günstig ist. Deswegen gibt es halt hier diesen Kanal. Und wenn euch das gefällt und ihr möchtet, dass ich mehr von den Videos machen soll, dann lasst doch gerne ein Like da, abonniert den Kanal und drückt die Glocke an. Und dann würden wir uns beim nächsten Mal sehen. Ich würde mich freuen. Tschüss!